Wie ich letztes Jahr auf der Moi-Bühne stand, habe ich schon gewusst, dass ich nächstes Jahr etwas Besonderes machen werde. Weil in 2022 werde ich 50, bin seit 30 Jahren in der Versicherungsbranche und habe vor 10 Jahren mein Unternehmen gegründet. In diesen 50 Jahren habe ich viel gelernt, gelacht und geweint, aber auf jeden Fall viel gearbeitet. Aber mein Motto war immer: Wenn du das tust, was dir Spaß macht, musst du nie arbeiten. »50 Jahre ist eine so lange Zeit, in der ich mit vielen lieben Kolleginnen und Kollegen, Freunden und Wegbegleitern zusammengearbeitet, innoviert, diskutiert und Spannendes getan habe. Leider konnte ich nicht alle einladen, in meinem Film mitzuwirken. Erikával az egyetemen ismerkedtünk meg. Igaz, hogy akkor még csak egy-egy buliban láttuk egymást. De az áttörést egy évfolyamtársunk hozta meg, aki bemutatott egymásnak. Ő hallott Erikától is, hogy Bécsbe készül, és tőlem is, és összekötött minket. És így az első igazi randink az Bécsben történt. Erikától azt tanultam, hogy soha nem szabad feladni. Azért találkoztunk itt, a Rudasfürdő éttermében, mert eleve 2 híd között helyezkedik el, az Erzsébet és a Szabadsághíd között. És mi Erikával, ahogy találkoztunk, és ami a barátságunkat jelképezi, itt 3 város is szerepet játszik: Miskolc, Budapest és Bécs. Mind a 3 városban éltünk mind a ketten, és Budapest pont a 2 jelentős város között helyezkedik el. Tehát szerintem a hidaknak egy olyan szerepe van, ami összeköt városokat, összeköt városrészeket, összeköt országokat, összeköt barátságokat. Seit genau 30 Jahren kenne ich László Ilics, mein ersten Chef, der mich immer gefördert und gefordert hat. Ihm verdanke ich, dass ich zahlreiche Abteilungen von Finanzen, HR bis zu CRM kennenlernen durfte und bereits mit 25 Jahren meine erste Führungserfahrung sammeln konnte. ...1992. februárjában kezdtem annak idején a Providencia biztosítónál, a számviteli pénzügyi osztályon, ugye mert közgazdasági szakközépiskolát végeztem, és megkaptam azt a bizalmat, hogy annak idején ennek az osztálynak a felépítését együtt csináljuk. Lacinak nagyon sok mindent köszönhetek. Egyrészt úgy gondolom, hogy a biztosítás iránti szeretetem, másrészt azt a lehetőséget, hogy a folyamatos tanulást engedélyezte, a folyamatos tanulási lehetőséget, amikor megkérdeztem, hogy én szeretnék tovább tanulni, akkor az ő javaslatára jelentkeztem az egyetemre, mert hogyha nem jelentkeztem volna az egyetemre, akkor nem lennék itt ma, ahol vagyok. Erikát én akkor úgy láttam, hogy egy olyan fiatalember, aki nagyon alakítható, de még nem határozta meg, hogy milyen irányba szeretne fejlődni. És ahogy bekerült a csapatba, bekerült a kollektívába, akkor úgy, mint egy rózsabimbó, úgy szép lassan kezdte nyitogatni a szirmait, és hát a végén egy gyönyörű színes virág lett belőle, és ez idő kellett. Én azt figyeltem meg, hogy Erikának idő kell arra, hogy felszabaduljon, és hogy tényleg megmutassa azt, hogy mi a valódi értéke. Nagyon sok munkakörben láttam, hogy körbenézve tájékozódik, és utána, amikor megértette, tehát idő kellett ahhoz, hogy áttekintse az összefüggéseket, akkor utána pedig határozottan elindult az általa kiválasztott úton. Folyamatos kíváncsiság kísérte ezeket a témákat. Tehát Miskolc, Magyarország egy iparvárosa, onnan az út Budapestre vezetett, mert egy idő múlva Miskolc szűk lett, aztán egy idő múlva Budapest is szűk lett, és tovább mentünk, akár Magyarország is szűk lett. Tehát ez a folyamatos fejlődés, érdeklődés,
a folyamatos szirmok további kibontása jellemezte az Erikát. Ez a hely, ez a Generali Biztosító Magyarországi Központja. Ugye ez a biztosító, a Generali, ez több biztosító fúzójából jött létre, és az egyik ilyen előtársaság megalapításában mi dolgoztunk együtt. A Providencia Biztosító, aki sokáig szerepelt a nevünkben, mert ez egy nagyon-nagyon sikeres, én használnám ezt a szót rá, egy startup cég volt, ahol sok olyan munkatárs kezdtek, különösebben a kis igazgatóságon, ahol mi elindultunk közösen, akkor ma meghatározó szakemberek Magyarországon, és alakítják a biztosítás történetét Magyarországon. Az igazgatási dolgozóknak havonta 4 biztosítást kellett kötni. Tehát nyilván ezt sokan nem vették komolyan, vagy nem is próbáltak ezzel kapcsolatban semmit tenni. Ugyanakkor én oda mentem a lányokhoz, hogy hát hogyan kell biztosítást kötni. És képzeld el, hogy én a munkaidő után, meg így ismerősöknek megkérdeztem, hogy nem-e szeretnétek biztosítást. És én valóban a havi 4 biztosítást, és utána már többet is, mert utána már nem csak egy életbiztosítás kellett az emberkéknek, hanem már egy orvosi felelősségbiztosítás, meg stb. És képzeld el, hogy én ebből a jutalék pénzemből vettem egy autót, tehát nyilván egy annak idején használtat, de akkor én nagyon büszke voltam erre a Skoda autómra, mert én azt ennek a döntésnek a hatására, hogy az igazgatási dolgozók biztosítást kössenek, akkor én azt így szépen összegyűjtögettem ezt az összeget. Én 14 éves voltam, amikor egy dolgozatnál megkérdezték, hogy te mi szeretnél lenni? Azt mondtam, hogy én szeretnék a biztosítási szférában dolgozni. És akkor így kérdezték, hogy miért, mert erről írtam utána a dolgozatomat, és utána az volt a válasz, tehát nem dolgozott senki az én családomban biztosítóknál. És engem ez annyira érdekelt, hogy ilyen kis szép ruhába, magas sarkuba, és ugye én ugye sportoló voltam, és mindig edzőcipőbe és sportruhákba jártam azelőtt, és akkor tehát ez engem így érdekelt, hogy ez a pénzügyi világ. Én folyamatosan kérdeztem, hogy miért. Tehát arra is visszaemlékszem, hogy ott a 90-es években, ugye, amikor ezt az egész ügyfélszolgálati rendszert kialakítottuk, akkor én nagyon sok időt töltöttem az ügyfélszolgálaton is, mert meg szerettem volna érteni, hogy milyen problémákkal küzdködnek az ügyfelek, és ennek kapcsán például annak idején már a Generalinál, vagy annak idején a Generali Providencia Biztosítónál volt egy úgynevezett ötletmenedzsment rendszer, ahol szintén a kollégák ugye saját ötleteket nyújthattak be a vezérigazgatóság számára, és arra is emlékszem, hogy én sok-sok ötletet küldtem, de az egyik az egy meghatározó volt, ugye az ügyfelek annak idején érkeztek, hogy bónusz-málusz igazolást szeretnének, és nagyon sokan ugye német vagy angol nyelvű. És akkor így folyamatosan kellett ezeket írogatni, és akkor így ezt mint egy ötlet megírtam a központnak, hogy hát ezt jó lenne esetlegesen, mint egy nyomtatvány kiadni. És akkor én erre emlékszem, hogy ezt nagyon megköszönte annak idején a Mátyás, és kaptam ilyen csillagot, vagy nem tudom, hogy milyen értékű ez az ötlet az adott cég számára. Úgyhogy erre is így nagyon büszke vagyok, mert én sok-sok ötletet így benyújtottam, ami annak utána ugye megvalósításra került. Rajtad is ezt figyeltem meg, hogy először van az információgyűjtás, utána az értékelés, a megértés, és utána jön az offenzíva. Még sok embernél ez úgy van, hogy előbb van offenzíva, mielőtt megérteni. És én így nagyon örültem annak, hogy olyan vagy, mint én, hogy előbb értékelés gyűjt, és utána van az offenzíva. Karl Wosatka war ein Manager mit riesigem Wissen über die Versicherungsbranche. Zum Beispiel hat in Berichten, besonders wenn es Zahlen ging, alle Fehler sofort erkannt. Pflegte immer einen hervorragenden Kommunikationsstil, egal ob es mit Kolleginnen und Kollegen, Partner oder auch mit Behörden war. Hat mir auch die Möglichkeit gegeben, Vorstandsmitglied in der Slowakei zu werden.
Hat dich und eine Kollegin nach Wien eingeladen zur Einschulung. Und deine Kollegin kannte ich ja schon, die hat sehr gut Deutsch gesprochen. Ich habe mir gedacht, du kannst natürlich auch Deutsch, weil Hannes sagte, du kannst auch Deutsch. Und ich habe munter darauf losgesprochen und nach ungefähr 2-3 Minuten sagt Hannes, du, ich glaube, die Frau Krischan versteht überhaupt nichts. Und da habe ich festgestellt, dass dein Deutsch noch ein bisschen verbesserungswürdig ist. Da habe ich dich und immer wieder habe ich dich noch am Telefon gehabt. Und dann habe ich gesagt, jetzt fahre ich zur Donau. Muss ich jetzt links oder rechts fahren? Und in deinem guten Deutsch hast du gesagt, entlang der Donau. Die Kultur in Österreich und Ungarn ist ja doch unterschiedlich, obwohl wir Nachbarn sind. Und ich war es gewohnt, natürlich jeden Mitarbeiter und natürlich auch jede Mitarbeiterin zu begrüßen und auch die Hand zu geben. Und die ungarischen Mitarbeiterinnen, die waren immer ganz sehr überrascht, dass da einer kommt und gibt die Hand. Was möglich war, natürlich aus Österreich heraus in diese Länder reinzubringen, also Systeme, Know-how, Prozesse. Es freut mich, dass du jetzt das auch so siehst, dass wir das gemacht haben, was möglich war. Denn damals hast du immer mehr gefordert. Und ich habe immer gesagt, so viel Geld haben wir nicht. Aber in 6 Ländern Gesellschaften gegründet. Wir hatten ja schon 3 Gesellschaften, Ungarn war die 3. Und dann haben wir vorgehabt in Slowenien, Kroatien und eigentlich haben wir auch noch vorgehabt in Rumänien Gesellschaften zu gründen. Da habe ich natürlich überlegt, wie könnte ich mich hier verstärken und vor allem mit wem. Und erstens einmal warst du sehr ambitioniert, du warst zwar nicht die Erste in der Früh im Büro, aber du warst sicherlich die Letzte im Büro. Du immer wolltest, dass ich das mache und das habe ich nie gemacht, dass du wolltest, dass ich im Bereich Kapitalanlagen ein bisschen mehr engagiere, dass ich mehr ein bisschen den Überblick habe. Und dann habe ich immer gesagt, na, das interessiert mich nicht und ich musste mit so Triggers und mit Sachen, was ich überhaupt nicht beeinflussen konnte. Also das war nicht mein Lieblingsjob, also wie ich dann für die CE natürlich diese Kapitalanlage-Sache. Aber das war schon die Ideenmanagement. Das heißt, dass jedes Land, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit gehabt, bei dieser Ideewettbewerb mitzumachen. Also das Ziel war, innerhalb eines Jahres sozusagen so viele Ideen zu kreieren und zu schreiben, was möglich war. Und dann haben wir zwischen die Länder auch einen Wettbewerb geschafft. Und dann war immer wieder dann die Mitarbeiter sehr engagiert, die dann gewonnen haben. Dann haben sie einen Award gekriegt. Da habe ich nämlich ein Buch mitgebracht und da sind Bilder von diesen Teamtrainings drinnen. Und da sieht man zum Beispiel, ich denke, das war gerade in Prag und wir haben in Bratislava genauso unser Teamtraining gehabt. Man soll immer nach vorne schauen und nie nach hinten schauen. Egal, ob der Erfolg hinten war oder ob ein Misserfolg war. Es ist immer wichtig, nach vorne zu schauen. Und so kann man eine Gesellschaft weiterbringen. Mit Hannes Meyer und Walter Sulzgruber haben wir die internationalen Gesellschaften im CE-Raum gegründet, aufgebaut und harmonisiert. Von Hannes habe ich viel über Alice gelernt. Es gibt sicher keinen Mensch auf diesem Planeten, der vom Alice-Verwaltungssystem so viel weiß wie Hannes. Mit Walter habe ich viel über Global Template, das SAP-System mit Business Warehouse, Kapitalanlage, IFRS und HGB diskutiert. 2 Mitarbeiter. 3 Mitarbeiter. Ich habe doch für dich Kaffee vorbereitet. Nein, das glaube ich nicht. Doch, also wir haben... Nein, aber es war eine richtige Pionierzeit. Ja, genau, Ja, also so das richtig musste man aufbauen. Bei Null beginnend haben wir aufgebaut, ne? War ich bei dir, weil ich glaube, mit dir habe ich am meisten nachher zusammengearbeitet. Ja, das war klar, weil wir ja vom Rechnungswesen her hier sehr eng zusammenarbeiten mussten. Du warst dann weniger auf der Vertragsseite, die der Hannes betreut hat, tätig, sondern eher auf Richtung Rechnungswesen. Ja, ich glaube, damals war schon das eine innovative Lösung. Das war sehr innovativ aus meiner Sicht. Ja, so ganz, dass man mit Standard-Software so von einem Land ins andere zieht, das war sicherlich ein Novum.
Das hat keiner gemacht damals. Die damals Victoria Volksbankenversicherung war ja in Österreich einer der ersten, wenn nicht überhaupt die erste, die eben dieses Client-Server-System von SAP für das Finanzbuchhaltungssystem überhaupt eingesetzt hat. In Slowenien, das war allerdings eine Zweigniederlassung. Richtig, genau. Das war Slowenien dann. Ja. Genau. Und dann war Kroatien. Kroatien, ja. Dann war ein bisschen schon Rumänien, oder? Ja, das ist Kroatien, Rumänien war ziemlich zeitgleich sogar. Die Motivation, also dass diese kleinen Gesellschaften irgendwie zu einer Einheit gehören. Ich glaube, da warst du auch eine Pionierin in diese Richtung. Wir haben nachher noch ein paar so Übungen gehabt, dass das dann fehlerfrei ist. Aber was gibt's? Gibt es heute schon ein Projekt, was ohne Fehler läuft? Absolut. Du als IT. Jedes Jahr viele Projekte, wo wir keine IT-Expert. Fehler haben. Viele Erfahrungen, viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Typen kennengelernt. Und das ist etwas, was ich nicht missen will. Beginnen von Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien. Also jedes Land ist anders. Und das ist vielleicht etwas, was auch für Junge sehr interessant ist. Bitte schaut drauf, dass ihr euer Leben lebt und dass ihr auch bewusst lebt und die Zeit bewusst miterlebt. Und Ich habe ein Thema gehabt, das ist Innovation. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel diese Welt erlebt. Was sind diese Startups, was ist Silicon Valley, wie funktioniert diese Welt? Für mich war die Zeit ab 2000 immer interessant, weil dieser ganze CI-Bereich, der war immer interessant, völlig losgelöst von dem Thema Innovation. Nämlich auch deswegen, weil ich glaube, dass wir selbst auf diesem Weg viel Innovatives geleistet haben. Was jetzt nicht unbedingt mit dem Titel Innovation zu tun hat, wie wir es heute verstehen. Aber eben so Ansätze, die wir eben gehabt haben im CI-Bereich, die waren definitiv auch für damalige Zeit innovativ. Weil wir die Möglichkeit gehabt haben, also dass wir was gestalten konnten. Mit Dr. Michael Fassnauer, CEO von Ubimed, habe ich viele inspirierende Gespräche über Technologien betreffende Wetterdaten geführt. Mit ihm habe ich den ersten Vertrag als Vorstand unterschrieben. Er ist seitdem nicht nur CEO einer der besten Climate Tech Firmen, sondern auch ein treuer MOI-Partner. Eine bist du, weil ich dich immer mit deinen ideereichen Diskussionen immer geschätzt habe. Michael, du führst seit 18 Jahren das Firma Ubimed. Und was glaubst du, wie wir unsere erste Begegnung gehabt haben? Kannst du dich noch erinnern? Du bist in einem Meeting dazu gekommen und warst sehr streng mit mir über die Vertragsbedingungen, mit denen du teilweise nicht einverstanden warst und wo du gesagt hast, da müssen wir uns noch bewegen und etwas ändern. Und ich habe mir damals gedacht, wer ist die strenge Dame da, die da gleich mal so drüber fährt, aber es ist um Kosten gegangen. Du warst da sehr streng, aber wir haben dann ja mehrere Folgetermine gehabt und ich habe dann sehr schnell Vertrauen zu dir gefasst und wir haben dann eine sehr gute gemeinsame Lösung gefunden. Genau, also das war eine meiner ersten Verträge, was ich als Vorständin sozusagen unterschrieben habe. Und unsere Kunden haben das geliebt. Also das heißt, sie waren so begeistert, dass wir eine solche Service, also dieses Service war die Umwelterwarnung. Also wir haben für alle Kunden, die dann eine Haushaltsversicherung gehabt haben, haben wir als Service dazu gegeben. Natürlich, die Kunden müssten nicht dadurch mehr zahlen, sondern das war dadurch, dass wir damit diese Umwelterwarnung, diese Präventivkonzept, dass wir weniger Schaden haben. Also das war unser Ziel. Das ist eine sehr schwierige Frage. Man muss für sich selber mal Innovation definieren, weil wie so viele Dinge, die man nicht ganz hart messen kann, ist immer eine sehr starke subjektive Komponente dabei. Ich glaube, Innovation oder für mich geht es bei Innovation darum, in kleinen oder in großen Schritten Dinge, Systeme, Services, Dienstleistungen, Produkte zu verbessern, aber auch
die Situation, in der wir als Menschen uns bewegen. Und für mich gibt es da immer zwei Eckpfeiler, wo Innovation passieren kann. Der eine Eckpfeiler ist beim Thema Sicherheit. Kann ich also die Sicherheit für Menschen in irgendeiner Art und Weise erhöhen? Oder um das Thema Effizienz. Kann ich die Effizienz für uns erhöhen? Bei Ubimed geht es immer um diese zwei Themen. Also wir haben eine ganz besondere Situation im Climate Change Prozess. Also was glaubst du, wohin geht diese Reise? Ja, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema seit 18 Jahren, seit unserer Gründung 2004. Ich glaube, wir waren das erste Climate Tech Österreichs, als es den Begriff Climate Tech in Österreich noch gar nicht gab. Das ist auch ein sehr neuer Begriff. Der Trend ist klar und eindeutig. Die Intensität der Unwetterereignisse nimmt sehr stark zu. Nicht so sehr die Anzahl der Unwetterereignisse, die zunimmt, weil es gibt nur eine endliche Anzahl an Unwetterereignissen, die passieren können an einem bestimmten Ort, aber die Intensität nimmt zu. Das ist ein Trend, der ist nicht umkehrbar in diesem Jahrhundert. Ursachen bekämpfen. Ich glaube, dass gerade also die Entscheidungsträger sehr stark auf dieses Thema hinsehen. Und ein zweites, das in den nächsten Jahren immer wichtiger wird, da haben wir gemeinsam schon eben 2008 darauf gesetzt, die Klimawandelfolgen abzumildern und zu bekämpfen. Da ist die Unwetterwarnung ein Beispiel dafür. Wenn man rechtzeitig gewarnt ist und reagieren kann, dann kann man die Folgen des Klimawandels abmildern. Bemerken ist nicht der Klimawandel. Wir bemerken nicht durchschnittlich 1 Grad oder 1,5 Grad Temperaturänderung. Wir bemerken, dass sich das tägliche Wetter dramatisch ändert. Und das ist ein Trend, der ist klar, der ist auch in dieser Form nicht umkehrbar in der nächsten Zeit. Ihr seid nicht nur die innovativste Climate Tech in Österreich und ich glaube, ihr seid auch schon weltweit unterwegs, sondern auch eine langjährige MOI, also die Insurance Innovation Day Partner, wo ihr immer Neuigkeiten, neuer Service präsentiert. Und was ist dann, wo ihr dann noch für die Versicherungen helfen könnt? Also was sind dann noch die Schwerpunkte, wo eure Service mit eurer Technologie, also sehr stark, wir wissen das, sicher große Datenmenge, also ihr habt, ich glaube, riesen Datenmenge, was dann täglich bewertet wird und natürlich mit der künstlichen Intelligenz entsprechende Analyse vorbereitet. Aber wo ist dann noch eure Servicemöglichkeit für die Versicherungen? Beim Touchpoint, wenn man das erste Mal mit dem Kunden redet, dass man die Situation besser erfasst, weil Wetter ist etwas, das spürt jeder von uns jeden Tag. Das kann man verwenden im Gespräch, in der Ansprache, bis hin zum Schadenfall, wenn einer passiert ist, dass man den sehr rasch bearbeitet und unbürokratisch, gleichzeitig aber sehr treffsicher, um entsprechend fair zu handeln. Das heißt, es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, mehr als die Versicherungen in der kurzen Zeit umsetzen werden können. Genau, also ich glaube, ihr habt auch sehr viel zu tun und die Versicherungen auch viel zu tun. Alles Gute für die nächsten 10, 30, 50. Dankeschön. Die letzten 10 Jahre waren sehr herausfordernd. Ich habe meinen sicheren Job gegen die unsichere, unbekannte Herausforderung der Selbstständigkeit aufgegeben. Wie wir alle wissen, Selbstständigkeit heißt selbst und ständig arbeiten. Aber eins habe ich gewusst: Die Versicherungsbranche und das Thema Innovation sind meine Leidenschaft. In diesen 10 Jahren habe ich viel über die Startup-Szene von Dejan Jovicevic, CEO von Brutkasten, ein Startup-Magazin, gelernt. Kannst du dich erinnern eigentlich, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, ich war damals noch bei der Presse, habe den Brutkasten erst begonnen. Das wird wahrscheinlich 2014 gewesen sein, dass wir uns da kennengelernt haben. Spannende Zeit, du warst ja immer die Pionierin unserer Insurtech- und Versicherungsszene, hast extrem viel bewegt. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe. Auf der Corporate-Seite eine echte Innovation Evangelist, würde ich sagen. Auf der Corporate-Seite den Insurtech-Ökosystem wirklich entscheidend mitgeprägt, mit einer Energie, mit dem Tun. Gratuliere übrigens, ich wusste gar nicht, du wirst 50, bist seit 30 Jahren in der Versicherungsbranche, seit 10 Jahren Unternehmerin und seit 20 Jahren musst du mir helfen. Da habe ich bei einer Versicherungsgesellschaft angefangen.
angefangen zu arbeiten. Also wirklich beeindruckendes Jubiläum, dass das alles in einem Jahr zusammenkommt und unsere Zusammenarbeit, insbesondere in deiner Rolle als Unternehmerin, die letzten 10 Jahre war intensiv. Wir haben eure Events mitbegleitet. Du warst Sprecherin bei unseren InsurTech-Events, bei dem Meetup in We Accelerate, wo wir jetzt gerade sind. Ich erinnere mich, Erika, an all das sehr, sehr gerne. Es waren die Anfänge, meine unternehmerischen Anfänge, deine unternehmerischen Anfänge und das bindet ja für immer. Innovation ist für mich wahrscheinlich am besten zusammengefasst als ständige Weiterentwicklung, ständige Verbesserung, ein Mindset, eine Überzeugung, dass wir gemeinsam durch unsere unternehmerischen Aktivitäten die Welt weiterbringen, Ideen haben, die wir aber auch umsetzen. Die Innovation ohne Umsetzung ist nichts. Es braucht immer den unternehmerischen Geist, glaube ich, die Innovation umsetzt. Digitalisierung und Innovation ohne Unternehmerinnen und Unternehmer gibt es aus meiner Sicht nicht. Was ich von eurer Zeitung, also Magazine gelernt habe, ihr habt einmal, ich weiß nicht, 2019, also von der Pandemie noch, einen Beitrag geleistet und da war der Entrepreneurship, dann war dann die Entrepreneurship, also wir haben das im Corporate-Bereich, aber ein Wort habt ihr dann analysiert, das ist der Wantrepreneur. Wantrepreneur. Die dann was machen wollen, aber es ist nie irgendwas realisiert. Sie dann nur darüber sprechen, aber sie tun nichts, nur darüber sprechen. Und dieses Wort habe ich bei euch sozusagen gelernt. Das ist auch das, was ich immer bei dir geschätzt habe. Es war immer, du hast immer neue Projekte, auch manchmal in einer Dimension, die ich mir denke, das ist schon recht groß, was sich Erika gerade vornimmt, aber du bleibst dran. Du setzt das um, du kämpfst dich durch und das macht dich aus und das macht auch Unternehmerinnen und Unternehmer aus und ich glaube, das ist der Spirit, den die Wirtschaft im Allgemeinen braucht. Ja, nicht nur die Startups, sondern genauso die Corporates, wenn es um Innovationsprozesse geht. Und ich glaube, da könnten wir gemeinsam noch die nächsten 100 Jahre diesen Spirit ganz gut weitertragen. Ja. INTA heißt das. Das ist die Insurance Talent Network. Ich habe gesagt, dass ich schon genug alt bin, dass ich mein Wissen, meine Begeisterung, meine Motivation, meine Inspiration für die Versicherungsbranche, aus der Versicherungsbranche im Bereich Innovation für junge Leute weitergebe. Und habe ich eine Network gegründet, das ist die INTA-Network, wo ich dann aus der ganzen Welt junge Leute im Bereich Versicherungsinnovation unterrichte, trainiere und wir verschiedene Tools ausprobieren, Methoden, natürlich Design Thinking, Business Model Innovation, Trendmanagement und darauf bauende Businessmodelle entwickeln. Entrepreneur und einem Entrepreneur, nämlich insbesondere diese Risikokomponente. Das Risiko spürt man viel unmittelbarer, aber natürlich auch die Chancen. Man kann die Chancen als Unternehmer viel schneller, viel unmittelbarer aufgreifen als vielleicht als Manager, der Verantwortung auch im Konzern bzw. in den Strukturen dann verteilen muss und abstimmen muss und so weiter. Avi Lifschitz ist der Open Innovation Boss in Wien. Er vernetzt die Innovationswelt bei We Accelerate, wo Co-Creation, Collaboration, Connectivity unsere gemeinsame Sprache ist. Accelerates Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, sich innovativer aufzustellen. Dazu haben wir dieses Haus angemietet, damit man sich einen Treffpunkt ausmachen kann, wo man sich trifft zum Thema Innovation. Wir unterstützen Unternehmen, die hier bei uns eingemietet sind, mit unterschiedlichen Kontakte, Formate, Kollaborationsmöglichkeiten, aber auch sehr viele Unternehmen, die nicht hier sind, weil leider ist jede Immobilie begrenzt irgendwo. Ich habe eine Idee gehabt, wir sollten die österreichische Ökosystem, diese österreichische Innovationswelt für andere Länder zeigen. Wir sind stolz darauf, wir sind stolz, dass wir in Wien leben und habe ich dann vor der Pandemie eine Vienna Rally Study Tour organisiert, wo wir natürlich unseren einen Teil hier verbracht haben und du warst wirklich sehr begeisternd. Startups immer noch sehr wichtig und bitte weitermachen, aber immer noch Mitarbeiteraktivierung ist wichtig, kulturelle Themen sind wichtig, Skillsaufbau in Unternehmen ist wichtig. Also es wird breiter angeschaut und das ist das, was wir heute tun. Wir machen irgendwelche Ideen, sondern bieten einfach nur die Plattform, die wir moderieren zu diesem Thema. Ich weiß, wie die Prozesse, die Produkte, die Organisation funktioniert oder wie sie derzeit arbeiten, aber ich weiß, wie dann die Welt in der anderen Seite arbeitet. Und genau das ist dann meine letzten 10 Jahre als Mission geworden, diese Gap zu schließen. Du musst vorstellen, du warst einer der wenigen, ja, die von Anfang an es verstanden haben, wie das funktioniert. Und wenn du anschaust, auch heute noch
die meisten Mitarbeiter beschäftigen sich zu 95% ihrer Zeit mit sich selbst oder mit der Organisation. Es geht ja keiner raus und redet mit anderen. Und ganz wenige Glückliche haben diese Gelegenheit gehabt und genutzt, um das weiterzubringen. Deswegen ist es so wichtig, dass man zusammenkommt, miteinander redet und sich austauscht. Aber das ist ein Learning-Prozess, genau, also was sehr, sehr wichtig ist. ...2012 habe ich Ildikó Szűcs in Budapest kennengelernt. Sie ist nicht nur eine ausgezeichnete Managerin, sondern eine liebe Geschäftsfreundin geworden. Mit ihr habe ich die Vienna Valley Study Tour organisiert und internationale Projekte realisiert. Pécsben a nagykövetség meghívására volt egy előadás, és ott találkoztunk egy üzleti beszélgetés kapcsán, ahol kiderült, hogy mi azonos témákról azonosan gondolkodunk, úgyhogy szerintem azonnal megtaláltuk a közös nevezőpontot. Egy olyan szakmai karrier áll mögötte, ami szerintem mindenki számára követendő. Együtt szerveztük a Vienna Valley Study Tourt, ami egyik közös nagy projektünk. Az a legfontosabb gondolat, amit tanultam tőle, hogy csapatban dolgozzunk. Ezt a fajta kreativitást, akaraterőt láttam meg, ami azt bizonyította egyrészről, hogy ugye ő elment Magyarországról, külföldön indított egy karriert, és ez a karrier rendkívül sikeres. Tehát hogyan lehet saját lábra állni, hogyan lehet saját erőből, folyamatos tanulással egy olyan egzisztenciát és egy olyan szakmai karriert, és emellett a szakmai karrier mellett egy elismertséget megszerezni, amiben rengeteg energia, rengeteg önálló tanulás és rengeteg erőfeszítés van, és én emiatt rendkívüli módon becsülöm az Erikát. És a másik oldalon pedig nagyon-nagyon becsülöm azt, hogy azért a szíve nyilván egy picit hazahúz. És azokat a kapcsolatokat pedig, amik Magyarország és Ausztria, Bécs és Budapest között így ki tudnak alakulni, ezeket a kapcsolatokat pedig ő személy szerint is nagyon fontosnak tartja. Ez a helyszín, ahol vagyunk, ez az én jelenlegi munkahelyemnek az egyik fürdője, a Gellért fürdő, ami egy több mint 100 éves fürdő. Pont az elmúlt 2 évnek a Covid hatását próbáltuk valamilyen módon túlélni, válságot kezelni, akkor mi sokat beszéltünk arról, hogy Ausztria, Bécs, a kinti termálfürdők milyen módon élik át, milyen módon próbálnak úrrá lenni ezen a helyzeten. Ebben is kaptam Erikától folyamatosan támogatást. Egy nagyon kedves emlék az az, amikor tudtad és megszervezted Miskolcra egy konferenciát, és te tudtad, hogy Miskolc a szülővárosom, és akkor felkérést kaptam tőled egy előadásra, és szerintem ez egy számomra emocionálisan is, és egy ilyen nagyon-nagyon kedves gesztusként jelent meg. Tudni kell, hogy egy csapattal mentünk ki egy ilyen study tourra, aminek az volt a célja, hogy a kinti innovációt, a kinti Bécsben kialakított tulajdonképpen egyfajta ilyen innovációs hubot megnézzük, de elemózsiával, vízzel, és nagy szeretettel fogadta az egész csapatot, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez önmagában megadta ennek a study tournak a hangulatát. Igen, mert 35 fok volt. Az így van, az így van, ez így van. A Accelerator-ben, amit említettél, az a Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb Accelerator programja, és egy csodálatos épületben van, ahol ugye mi azokat a cégeket, azokat a vállalatokat, akik ott nap mint nap innovatív tevékenységeket végeznek, azokat meglátogattuk, tanultunk tőlük, és ennek az egész Accelerator stílusnak, ennek a hangulatát próbáltuk a csapatnak átadni, és reméljük, hogy motiváltuk őket. Gyakorlatilag azok a startup cégek mutatkoztak be, akik megpróbálnak befektetőket keresni maguk mögé, annak érdekében, hogy az üzleti ötleteiket a lehető legjobban ki tudják fejleszteni. Számomra ez egy életre szóló élmény volt ott végignézni azt, hogy egyébként milyen módon szervezik a startup cégek befektetéseit, jövőjét, kommunikációját, milyen módon próbálják a tehetségeket bevonzani. Ez szerintem egy óriási dolog volt.
a kormányzattól, a különböző befektetőktől, a startupoktól, a vállalatoktól, kis-közép, nagy vállalatok szerepe, és hogyha ez egy ilyen harmonikusan és dinamikusan működő dolog, akkor az úgy tovább viszi a történetet, és ez az, amit úgy tudatossá kell tenni. A biztosítási piacon, a tanulásban, a szakmai tapasztalatok átadásában, hogy élmény jelleggel, tényleg játékosan milyen módon lehet a szakmai tudást tovább bővíteni. Hogyha bármi olyan kérdés felmerül bennem, hogy nekem Bécsből kell valami ismeret, vagy Ausztriából kell valami tudás, akkor biztosan az jut eszembe, hogy Krizsán Erika, és már hívom is az Erikát, és ma azt tapasztaltam, hogy bármit is kérdeztünk, bármit is kértem tőle az elmúlt időszakban, arra én 24 órán belül kaptam segítséget, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért az Erikának, és azt kívánom neki, hogy ez az év, ami tényleg egy ünnepi év, ez minden tekintetben úgy sikerüljön, és olyan legyen, ami az ő szívének, lelkének a legjobb, és amit szeretne magának. Úgyhogy én most itt ezen az úton is, bár még messze van az a decemberi születésnap, de azt kívánom az Erikának, hogy legyen nagyon boldog ez az éve, legyen nagyon sikeres, és sok-sok szép örömet okozzon neki ez az év. Sehr freue ich mich, dass wir wieder bei ERGO sind. Mit Dr. Philipp Wassenberg, ist seit 2019 CEO und er gab in ERGO die neue Richtung vor, in die Versicherungsbranche heute gehen muss. Besonders freute ich mich, dass bei MOI als Keynote-Speaker über seine nordamerikanischen Erfahrungen berichtete. Ich weiß, dass Sie aus einem Kontinent kommen, wo Innovation, ich glaube, schon länger in dem Mindset ist. Und wie Sie nach Österreich gekommen sind, was war der wesentliche Unterschied zwischen einem amerikanischen Mindset und einem österreichischen Mindset? Das, was damals der Obama gesagt hat, ja, dieses Can-Do-Mentalität. Man fragt nicht, warum irgendetwas nicht geht, sondern man fragt, wie es geht. Und wenn man eine Idee hat, dann versucht man sofort die Idee umzusetzen. Und man denkt weniger an den Prozess, man denkt gleich an das Ziel. Man versucht, Leute sofort mitzunehmen und zu begeistern. Wir sprechen über Trend und Innovationen. Wo sehen Sie dann besonders in der Versicherungsbranche welche Trends? Es einfach ein Imageproblem immer noch gibt in der Branche und die Sicherheit für immer weniger junge Menschen ein wesentlicher Aspekt ist, der vielleicht früher die Menschen in die Versicherungen auch gebracht hat. Aber ich glaube, dass wir genügend Ansätze haben werden, um das aufzufangen. Und ehrlich gesagt, wenn man arbeitet in der Versicherung, merkt man, wie interessant und wie innovativ das eigentlich sein kann. Und wir brauchen uns nicht zu verstecken, wir müssen das aber besser verkaufen. Wo sehen Sie dann in Österreich bei ERGO genau, wo kann Digitalisierung helfen? Das heißt, es muss eine Übersetzung zwischen den Portalen unserer Partnernetzwerke und unseren Portalen hergestellt werden. Und das ist auch ein Teil der Digitalisierung, die wir sehr stark vorantreiben. Auch weniger Fehleranfälligkeit bietet. Das ist ein ganz wichtiger Digitalisierungseffekt. Zum Beispiel nehmen wir die GAFAs, also Google, Amazon, Facebook und Apple. Wir nennen sie die 10. Sie können mit Daten umgehen. Wo steht die Versicherungsbranche? Aber ich glaube, moderne Versicherungsgruppen befinden sich eben auch auf dieser Skala wahrscheinlich irgendwo zwischen 3 und 7, aber in unterschiedlichen Bereichen. Man kann nicht sagen, die Versicherung ist jetzt bei 5 oder bei 7 oder bei 3. Dass wir auf der Skala nach vorne rutschen. Auf der Liability-Seite, also wo wir unser Geschäft eigentlich technisch machen, haben wir da einen großen Hebel. Und da ist insbesondere die Adaptation, also wie können wir als Versicherer der Welt helfen, mit dem sowieso vorhandenen Klimawandel besser umzugehen. Wie können wir höhere Resilienz in die Gesellschaft bringen. Und da haben wir eine primäre und wichtige Funktion als Versicherer. Wir können den Menschen tatsächlich helfen, über unsere Expertise, sie besser vor Stürmen, Überschwemmungen, Hageln und so weiter zu schützen. Wir haben sehr gute Überblicke über unsere Portfolios, über die Wertekonzentrationen. Das heißt, wir können wirklich helfen, über Maßnahmen mit unseren Versicherungen den Kunden helfen, sich besser aufzustellen, sich weniger dort anzusiedeln, wo es gefährlich ist
und aber vor allen Dingen den Kunden zu helfen, resilientere Bauweisen, damit nachhaltigere Bauweisen zu fördern und umzusteigen letztlich auf Modelle in ihrem privaten Leben, die ihnen besser helfen, gegen die Folgen des Klimawandels sich zu schützen. Eine ideale Versicherung sieht so aus, dass sie sich zuallererst einmal um Menschen kümmert. Ich glaube, das ist unsere wichtigste Rolle. Und damit meine ich nicht nur die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist natürlich auch eine wichtige Rolle, weil es ein Sinnbild dessen ist, was man tut. Aber unsere Kunden dürfen für uns nicht nur geokodierte Nummern sein, sondern unsere Kunden müssen für uns, insbesondere im Schadenfall, zu wichtigen Individuen werden. Und ich glaube, was eine Versicherung nie machen darf, ist den Menschen hinter dem Risiko außer Acht zu lassen. Und wenn wir das wieder zurück in den Fokus nehmen, dann kommen wir automatisch zu den richtigen Lösungen. Dann kommen wir automatisch zu der richtigen Customer Journey. Und also wenn wir den Menschen zurück in den Fokus holen, gewinnen wir am Ende alle. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Emmanuel Dienguer, ist Innovationsdirektor. Erforscht nicht nur die Innovationswelt, sondern inspiriert Menschen in der Versicherungsbranche, innovativ zu sein, weil sein Motto ist Make Insurance Sexier. I always receive an email from you inviting me to this great event in Vienna. I was like, oh, I've never been there. Like, how exactly it would be and what exactly is going on in terms of insurance there. And all of a sudden I arrived there to this fantastic place. It was like a lot of people, like, I don't know, 300, 400 attendees. And I do remember it was so special because you guys made it so that the people that were attending were having fun. And there was like, oh, that's different for an insurance conference. Because normally you're like, everyone is super professional, we all have the suit, the tie. But I really felt that the atmosphere was about being fun. And the other surprise that I found out is like the people working at the conference, they were also having this traditional outfits. And this traditional outfit, I was like, oh my gosh, like welcome to the traditions of Vienna, but on the other side, welcome to the non-traditional of insurance, having people not with a suit, people having fun, exchanging, connecting. And this is where I met you, and then we had a conversation, and I did the presentation at your conference. And I think that element really, was stuck into my mind about like, oh my gosh, I just met this innovative, special person that really want to see insurance being different. I think when a lot of people talk about the future, I will answer first by talking about the present. I think the present is for us to be even more closer to our customers, in the sense that we see that the life of people are changing totally. People are consuming different things. We always talk about the climate change, for example. That's a lot of impact on people. There's a study that explained that people after the COVID, 75% of the customers have decided to change the way that they were consuming produce. So that means that we as an industry also need to adapt. So that's the present to understand our customer better and to make sure that we adapt our services to their needs. And what is going to be the future? The future is going to be where we understood our customers, and from that we're building products in a really more adapted way for the customer to be well protected. So which means that if we know our customers, they like to travel a lot, then they need to have a cover for that. If we know that our customers are more into electronic cars, then we need to have product that adapted to those electronic cars. So I think the future is to be closer to our customers and created more adapted and personalized product to them. We see many trends, for example, where we see that
people are in demanding of insurance. We have seen it with COVID. This is going to be more and more, but they're demanding for specific covers, not something that which is general and it's coffee for everyone. You know, my favorite technology is people. I think it's people. I don't know. Like there's so many technology existing. You know, like we have the social media, we have the AI, we have etc. etc. Mine is it's really people. People first, technology second. So you see, that was not absolutely not prepared, and this is what my answer. No. If you want and if you are able to think to create something or to do the world better, you have to do it. And this is the question, okay, if you have a problem, how can you develop an idea to solve the problem? To solve, exactly. And that currently we don't know it exactly. For example, when I see what we develop in the metaverse, which is fantastic, yeah? But how can we really use it in a good purpose of elements? Can we be using metaverse, for example, for digital medicine, where we say that in the countries in the space where people are not having the good access to medicine, can we use metaverse for them to have access to a proper doctor, have connection with him? Can we use their artificial intelligence as well in the matter of that? And I think this is where we need to kind of push people towards that, because I see a lot of people talking about entrepreneurship, doing new things. But is the new thing that we want to be building are here to solve proper problem for people? Because we all have our own stories, we all have our own difficulties past, and on each of us we have things that we want to be solving. We really need to understand what are the issues of the society and use this creativity, the technology and their entrepreneurship mindset to solve it. And once we do that, I think we have a very good step forward for the humankind. Yeah. I think the technology developing exponential. It's very quick, but we are people with this understanding to develop this one. We are very slow, and this is the question: how can you close this gap? If we have people with an understanding of what we need to solve, we will have the rise of those talents. But obviously, it will always depend on how much their society, their government, their companies are embracing those talents. Egy érintésé válunk most, és csak a szeretet vihet tovább. Újra kezdeni minden nap, rászolgálni, mit Isten ad, ez a feladat. Csak hagyd magad. Heute habe ich nicht nur das Ziel, dass ich High Heels tragen kann, sondern ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Motivation, dem Versicherungsenthusiasmus und den Innovationskenntnissen noch viel bewegen kann. Mein persönliches Ziel ist es, zu zeigen, dass die Versicherungsbranche eine tolle Branche ist, eine Branche, die mit ihren Lösungen Menschen in schwierigen Situationen hilft. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es die Möglichkeit, in vielen Bereichen zu lernen und mitzugestalten. MOI, The Magic of Innovation, der Insurance Innovation Day ist seit 8 Jahren mein Baby, wo wir in Wien einen Treffpunkt für die Versicherungsbranche gefunden haben, um uns über Trends und Neuigkeiten einmal jährlich persönlich auszutauschen. Ein neues Ausbildungsprogramm für junge Talente ist INTA, das Insuri Talent Network, wo wir monatlich bei einem Digital-Meeting Impulse und Insights aus der Versicherungsbranche von Experten und Senior-Mentoren bekommen, um neue Ideen und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Weißt du, mein Motto ist People first, Technology second. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok, s néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton.
S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfarakló csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty vihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát. Az gyárat lát a látcsőn is szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt te kő, te föntről kő se látható, nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők és bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra, újból a béke ujja. S folytott szavunkra, majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat boríts ránk virrasztó éjjel jelleg.